Willkommen, liebe Freunde vom Modell Pilot EU. Neben mir steht Herr Juhl vom Multiplex und er erzählt uns jetzt etwas über die Möglichkeit, hier mit der Chip-Technologie, mit der Bit-Technologie hier auch optimal unsere Lipos zu laden. Hallo, ja, alle unsere neuen Ladegeräte der PowerPeak-Serie verfügen über das Bit-Chip-System. Bit, das steht dafür für Batterie-Identifikations-Device und das ist ein kleiner Chip, der die Daten, die Ladeströme, die Kapazität und auch die Spannung und auch die Art der Zellen, also den Zellentyp, abspeichert. Der Bit-Chip macht es ganz komfortabel. Ich kann dann, ich brauche nicht mehr nachdenken, was für ein Akku das ich habe. Ich verbinde einfach meinen Bit-Chip mit dieser Buchse am Gerät. Das Gerät erkennt meinen Akku und ich brauche nur noch Start drücken. Der Bit-Chip wird einmal programmiert und der merkt sich dann immer diese ganzen Einstellungen und man kann es dann bequem abrufen. Er zeichnet natürlich auch die Zyklen, wie oft ich den Akku schon geladen habe, zeichnet der Chip mit auf. Also da haben wir nicht mehr das Buch zu führen, wie es meistens ja die ordentlichen Modellpfleger ja machen, wie oft ich geladen habe, mit welcher Kapazität, welche Restspannung wurde noch aufgebracht und so weiter und so fort. Das macht alles dann der Chip. Genau so sieht es aus. Man braucht keine Striche mehr auf seinem Akkupack machen. Ja, super. Ja. Also es gibt verschiedene Ladegeräte, die wir haben. Also das D7, was zeichnet das D7 aus? Ja, beim D7, das hat die Besonderheit, es ist an 12 Volt und an 230 Volt zu betreiben. Ja, es ist sehr einfach, es hat zwei Ausgänge, Bedienung hier über das Touchscreen, über diese Folientastatur. Ja, hier sieht man die Ausgänge, ist sehr sauber aufgebaut. Sie sehen hier für jeden Ausgang wieder die Verbindung für das Bit-System. Zum Bit-System nochmal, es gibt es entweder als Chip oder es gibt es als Bit-Key. Die Funktion der beiden Teile ist identisch, unterschiedlich nur die Bauform. Der Chip, den kann ich ganz einfach mit dem Doppelklebeband auf meinen Akku kleben. Der Bit-Key, der wird mittels eines Kabelbinders am Ladekabel des Akkus befestigt. Ne? Okay. Zu diesem Ladegerät nochmal 2x400 Watt. Ne? Balancer natürlich, Equalizer bis zu 7 Zellen ist mit drin. Ja, einfach zu handhaben, 12 Volt und 220 Volt. Das heißt, er hat ein Netzteil eingebaut. Genau. Okay. Kommen wir jetzt zu den nächsten. Das hier, Das ist ein bisschen leichter, das hat also quasi kein Netzteil. ja, das ist jetzt ein Ladegerät für 12 Volt, hat 3x120 Watt als Ausgang, kann auch sehr einfach hier über die Folientastatur intuitiv bedient werden und verfügt natürlich auch hier, wie man es wieder sieht, über das BID-Chip-System. 3x120 Watt ist zum Beispiel was für den Indoor-Piloten oder für den Allerweltspiloten auf dem Flugplatz. Ja, und dann kommen wir noch zu so einem mächtigen Teil. Das hier ist jetzt das PowerPeak Quad, hat natürlich auch wieder einen Equalizer und ein BID-Chip-System, geht mit 220 Volt und ja, wie man sieht, 4 Ausgänge, 4x50 Watt. Wunderbar, wunderbar. Also man hat jetzt durch diese Technologie mit diesem Bit-System halt den Vorteil, dass wir die Lipos oder auch alle möglichen Art von Akkus optimal laden können und wir uns nicht mehr darum kümmern müssen, wie oft haben wir sie geladen, haben sie die Kapazitäten noch, die wir benötigen etc. Genau, das ist der Vorteil. Der größte Vorteil aber ist die Sicherheit, die ich damit erreichen kann. Ich programmiere einmal diesen Akkutyp ein und es kann nie mehr zu Verwechslungen kommen. Wenn ich zum Beispiel vor Nickel-Metall-Akku lade und konnte das vorkommen früher, wenn man keinen BID-Chip hatte, dann konnte man zum Beispiel, wenn man vorher den Nickel-Metall-Akku eingestellt hat und hat aus Versehen einen LiPo rangesteckt, konnte es natürlich gefährlich werden. Heute nehme ich meinen Bit-Chip, stecke meinen LiPo-Akku ran, der Lader erkennt es, dass es ein LiPo-Akku ist und ich brauche nur noch auf Start drücken. Das ist also ein Gewinn an Sicherheit. Dieser Bit-Key, Ja. wie funktioniert der? Der Bit-Key, das ist auch ein Speicher, der natürlich alles abspeichert. Die Ladeströme, wie wir schon gesagt haben, die Spannungen. Es ist eine Art wie ein EEPROM, ja, wer sich ein bisschen technisch auskennt, ein EEPROM, alles wird da drin gespeichert, ist identisch, die Funktion ist identisch mit dem Bit-Chip, nur die Bauform ist anders. Den kann man halt einfacher
anbringen am Ladekabel. Ja, okay, dann habe ich das verstanden. Wunderbar. Also soweit zu diesen neuen Ladegeräten, die im Haus im Multiplex erreichbar sind. Ja, lieben Dank. Und zum Schluss, Modellfliegen ist Spitze. lieben Dank, Herr Jühl. Ja, ich hoffe.